Ich will euch heute zeigen, wie man ein ZTE Grunt Memo repariert. Ich habe im Internet noch keine vernünftige Reparaturanleitung gefunden. Von daher ist es ein mehr oder minder Schuss ins Blaue, was wir jetzt versuchen. Wie immer stellt sicher, dass das Gerät, bevor er mit der Reparatur beginnt, ausgeschaltet ist und beginnt damit, das Backcover zu lösen. Am einfachsten geht dies, wenn ihr am USB-Anschluss anfangt, das Backcover nach hinten wegzulösen. Schaut auch, dass keine SIM-Karten mehr und keine SD-Karten mehr im Gerät sind. Beim ersten Versuch, das Gerät auseinanderzubauen, war über dem Akku und hier noch ein Aufkleber. Den müsst ihr entfernen. Passt allerdings hier an der Stelle auf, dass die Kabel, die den Akku mit dem Mainboard verbinden, nicht beschädigt werden, und beginnt damit, alle Schrauben auf der Rückseite zu lösen. Ihr müsst die Schrauben nicht sortieren, die haben alle die gleiche Länge. Bei dieser Schraube hier unten ist normalerweise dieser kleine Aufkleber über der Schraube, den einfach mit einer kleinen Pinzette entfernen. Habt ihr dies geschafft, nehmt ein flaches Werkzeug und hebelt das Backcover vom Display ab. Ihr müsst dabei zwischen den Rand vom Display und dem silbernen Rand, auch hier fangt ihr am besten im oberen Bereich an. Wichtig, wie gesagt, entfernt vorher den Aufkleber hier unten und auch die Klebestreifen, die den Akku sichern, sonst werdet ihr das Backcover nicht komplett lösen können. Wenn ihr jetzt das Backcover versucht, komplett nach oben zu lösen, stellt ihr fest, dass hier ein kleiner Widerstand ist. Unter dem Aufkleber befindet sich keine Schraube mehr. Es ist einfach nochmal das Backcover mit der Hauptplatine leicht verklebt. Zwar mit diesem Klebestreifen und diesem Klebestreifen hier. Habt ihr das geschafft, lösen wir jetzt die Verbindungskabel vom Display zur Hauptplatine. Die sind einmal die Flexkabel hier am Rand, das Flexkabel hier unten, das Flexkabel hier unten und ich vermute mal das Antennenkabel. Geht dazu mit einem kleinen Plastiktool an die Kabel und öffnet quasi die Arretierungen nach oben hinweg. Und zieht die Flexkabel vorsichtig aus den Anschlüssen. Jetzt noch unten das Antennenkabel nach oben. Als nächstes solltet ihr schauen, dass ihr die Verbindung vom Akku zu Mainboard lösen könnt.
Seid auch hier vorsichtig, dass er die Kabel nicht zerstört. Ich doch mal mit der Pinzette. Wenn ihr das Handy zum ersten Mal auseinanderbaut, habt ihr an der oberen und unteren Seite des Akkus eine Lasche, die eigentlich dafür gedacht ist, den Akku einfach entfernen zu können. Die hat beim einen Versuch nicht viel gebracht. Der Akku ist auch nochmal mit 2 Klebestreifen jeweils verklebt. Am einfachsten jeder mit einem flachen Werkzeug an die Seiten unten drunter und versucht vorsichtig, ohne dass er stark verbiegt, rauszukebeln. Bei mir geht das jetzt etwas einfacher als wahrscheinlich bei euch beim ersten Mal, da die Klebehaftung schon etwas nachgelassen hat. So, seid ihr soweit, können wir eigentlich schon das Mainboard entnehmen. Passt an der Seite auf, hier geht nochmal ein kleines Flexkabel zu den Laut-Leise-Tasten. Das am besten mit einer Pinzette oder mit einem flachen Werkzeug vom Rahmen lösen. Und das Mainboard entnehmen. Als neues Ersatzteil für den Bildschirm habe ich das hier geliefert bekommen. Es sind einmal das Anschlusskabel und das Anschlusskabel vorhanden. Wie ihr allerdings seht, ist das Display nochmal auf einen Rahmen montiert, der jetzt noch gelöst werden muss. Hier habe ich, wie gesagt, keine Anleitung gefunden oder noch keine Idee, wie es am einfachsten funktionieren könnte. Meine Vermutung ist aber, dass man mit etwas Hitze am besten zurechtkommt. Sieht gut aus. Jawohl, es löst sich. Faszinierende Konstruktion. Ich weiß nicht, ob ich hier hinten ein Flexkabel habe, die ich beschädigen könnte. Ich würde aber behaupten, dass man am besten erstmal hier oben das Flexkabel vom Kleber löst, da das dann hier durch muss.
Ja. So, das hintere Flexkabel dann hier durch den Schacht einmal ziehen. Das untere ist schon draußen. Jetzt schauen wir, dass wir es komplett gelöst kriegen. Das ist nur eine Klebefolie. Okay, Display ist gelöst. So, nachdem wir das Display aus dem Rahmen entfernt haben, müssen wir diesen jetzt noch gründlich reinigen und gegebenenfalls Glassplitter und Klebereste entfernen. Um die Wartezeit mal etwas zu verkürzen, klinken wir uns wieder ein, wenn das Gehäuse gereinigt ist. Nachdem wir den Mittelrahmen komplett gereinigt haben, was sehr, sehr lange gedauert hat, weil der Kleber sehr hartnäckig war, müssen wir jetzt schauen, wie wir das neue Display, das leider als Ersatzteil keine Klebenstreifen hat, auf dem Mittelrahmen wieder befestigen. Ich habe mich dafür entschieden, dafür schmales doppelseitiges Klebeband zu benutzen und dieses am Rand zu verkleben.
Und auch die Seiten sollte man abkleben. So. Festdrücken. Und danach ziehen wir die Schutzschicht ab. Wenn das alles erledigt ist, können wir jetzt beginnen, das Display zu montieren. Das neue Display hat zwei Flexkabel, einmal an der Oberseite und einmal hier unten. Diese müssen jeweils durch den Rahmen geführt werden, einmal hier und einmal hier oben. Deswegen wir dieses Kabel leicht umbiegen. Und da das schwierige Kabel ist, einfach versuchen mit diesem zu beginnen. So, oben ist es durch. Ich versuche auch gleich es oben richtig am Rand anzulegen. Und dann das seitliche Flexkabel ebenso durch den Rahmen. Zu bekommen. Das ausgedacht hat, ist natürlich auch so, seitliches ist durch, oberes ist durch. Seitliches ist nicht mehr durch. Ah, je. Das ist ein kleines Geduldsspiel. Oh, das gibt's doch nicht. Ich glaube erstmal hier unten andrücken. So, wenn beide Flexkabel jetzt durch sind, drücken wir das Display fest, dass es Verbindung kriegt mit unserem doppelseitigen Klebeband. Gut aus. Schauen oben nochmal, dass das richtig passt, nichts abgeknickt ist.
So. Und können dann eigentlich wieder beginnen, das Mainboard auf das Display zu bauen. Fixiert dazu das obere Flexkabel mit dem Klebestreifen. Achtet darauf, dass es gerade ist, weil ihr später Probleme habt, sonst den Anschluss in das Mainboard zu bekommen. Nehmt das Mainboard, setzt es wiederum auf, achtet unten, dass ihr das Flexkabel hier nicht einklemmt. Und auch die Lautsprecherkabel nicht beschädigt werden. Kamera oben noch einsetzen und schauen, dass es einrastet. Jetzt verbindet ihr wieder alle Anschlüsse. Nehmt dazu am besten ein kleines Plastiktool. Den oberen. Drückt nochmal die Lautsprecher Tasten fest an den Rand, dass ihr keine Probleme bekommt, wenn ihr nachher das Backcover aufsetzt. So, wir verbinden unten noch das Antennenkabel. Und setzen auch den Akku wieder ein. Nehmen jetzt wieder das Backcover. Schauen, dass wir am linken Rand anfangen, um die Laut-Leise-Tasten auch richtig zu fixieren. Und drücken dieses fest.
Nachdem wir das alles gemacht haben, bleibt als letzter Schritt eigentlich nur noch die Schrauben wieder in die Rückseite einzudrehen. Bevor jetzt das Backcover wieder aufsetzt, könnt ihr einmal testen, ob alles richtig angeschlossen ist und das Gerät auch startet. Wie ihr seht, kommt hier der kleine Android-Mann. Sieht also alles gut aus. Backcover wieder drauf machen. ZTE-Logo kommt. Damit testet noch den Touchscreen, ob er funktioniert. Damit ist die Reparatur beendet. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen, einen Kommentar oder abonniert einfach meinen Kanal. Vielen Dank.